Hallo, wir sind jetzt im Sequoia Nationalpark und wir sind jetzt am Grand Street Trail unterwegs. Und wie man schon hinter mir sieht, sind hier ganz schön große Bäume, sehr große Sequoias, wirklich. Natürlich sind in diesem Park die Sequoia-Bäume die Hauptattraktion. Diese Riesenmammutbäume oder auch Bergmammutbäume gehören zur Familie der Zypressengewächse und so manche Exemplare sind hier fast 3000 Jahre alt. Die Sequoias sind von der Höhe her etwas kleiner als die Küstenmammutbäume oder Redwoods, aber können trotzdem noch gute stattliche 95 Meter hoch werden. Interessant ist hier aber auch der Stammumfang, denn dieser kann an weit ausladenden Stellen an der Basis über 34 Meter betragen. Man kommt sich also neben so einem Riesen unheimlich klein vor. Wir haben hier absichtlich immer mal wieder andere Menschen bzw. uns selbst neben so einen Baum gefilmt, damit man diese unglaublichen Relationen besser wahrnehmen kann. Ein weiterer schöner Aussichtspunkt ist der Sequoia Lake Overlook, zu dem nicht mehr sehr viele hinwandern, da er weiter weg ist. Aber abgesehen vom Blick zum See kommt man von hier aus zum Dead Giant, einem weiteren Sequoia. Wir können leider nichts zum Durchmesser bzw. Umfang zum Dead Giant sagen, aber gut, die Bilder sprechen ja für sich. Etwas, das man immer wieder jedoch sieht, sind Waldbrandspuren, wie auch hier. Natürlich gehen da auch einige Sequoias zugrunde, obwohl sie sehr feuerresistent sind, aber so können auch neue Sequoias wachsen, denn sie brauchen unter anderem enorm viel Licht und genau so ein Waldbrand bietet im Nachhinein die Möglichkeit, dass die Bäume überhaupt anwachsen können. Deswegen und natürlich auch aus anderen Gründen gibt es hier tatsächlich kontrollierte Waldbrände.
Nachdem wir jetzt diese ganzen großen, imposanten Sequoia-Bäume angeschaut haben, schauen wir uns jetzt die Stümpfe davon an, und zwar am Big Stump Trail. Früher kannten nur die amerikanischen Ureinwohner diese Mammutbäume, aber in den späten 1800er Jahren wurde er auch von den europäischen Nachkommen entdeckt und leider Abholzungsarbeiten angefangen. Bis 1908 war das Gebiet dann gründlich abgeholzt. Heute ist das Ganze hier natürlich ein Schutzgebiet, aber die Reste der Abholzung sieht man hier jetzt. Auf den Mark Twain Stump kann man hochgehen, wie man sieht. Und wir schaffen von einem zum anderen Ende 10 Schritte. Also, das war wohl auch ein ziemlich großer Baum. Ein besonders schöner Ort zum Übernachten ist das Sequoia Resort. Die paar wenigen Häuser, die man für sich hat, befinden sich auf einem 400 Hektar großen Grundstück mit einem kleinen See. Alleine nur hier können wir wandern und bekommen sogar vom grundstückseigenen Ranger eine Nachtwanderung, um die Milchstraße anzuschauen und noch viele extra Infos über das Land, die Tiere, Bäume und so weiter und so fort. Aber hier zeigen wir euch mal unser cooles Häuschen.